Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Auf mehrfachen Wunsch gibt es heute mal wieder ein maritimes Motiv. Frisch vom letzten Strandspaziergang mitgebracht, diese zwei kleinen Möwen am Strand. Bevor es losgeht, möchte ich noch eine Ankündigung loswerden. Ich bekomme in letzter Zeit sehr viele Anfragen und E-Mails von euch, verschiedene Themen des Aquarells betreffend. Ich kann aber inzwischen nicht mehr jede einzelne Anfrage und E-Mail beantworten. Deshalb habe ich mir Folgendes ausgedacht. In dem Film, der in 14 Tagen herauskommen wird, werde ich einige Fragen rund ums Aquarell von euch hier beantworten. Dafür könnt ihr in den Kommentaren unter diesem Film eure Fragen gerne stellen. Das können gerne ganz unterschiedliche Fragen sein rund ums Aquarell, zum Beispiel zum Material oder zur Technik oder zum Einrahmen. Ich werde dann 3 bis 4 Fragen heraussuchen und sie hier im Video beantworten. Darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt geht es aber los mit unserem Möwenaquarell. Viel Spaß damit! Hier seht ihr nun die Skizze für das heutige Motiv. Für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt stelle ich wie immer Skizze und einige Referenzfotos im Mitgliederbereich bereit. Im Bereich des Himmels feuchte ich das Papier zunächst mit klarem Wasser an. Dann setze ich einige Striche Cyalinblau in Horizontnähe und etwas Winsor Violet am oberen Bereich des Himmels dagegen. Beide Farben sollen sich gut mischen, aber auch noch gut als eigenständige Farben erkennbar bleiben. Ich arbeite wieder auf Arches-Büttenpapier. Dieses handgeschöpfte Aquarellpapier garantiert mir schöne, weiche Verläufe. Nun geht es auf trockenem Papier mit einer Mischung aus Kobaltblau, Winsor Violet und Kobalttürkis Light weiter. Ich arbeite mit dem chinesischen Kalligraphiepinsel. Durch seine strubbelige Borstenstruktur ist er besonders gut geeignet, um die ausgefransten Formen der Wellenkämme darzustellen. Für den Wellenschatten nehme ich etwas Perylane Green mit in die Mischung hinein. Unter den Wellen arbeite ich mit einem leicht wässrigen Farbauftrag und Cyalinblau weiter. Die auslaufende Gischt und der nasse Sand werden mit sehr viel Wasser und wenig Pigment darin gearbeitet. In den nassen Tropfen der blauen Farbe kommt jetzt etwas Sienna gebrannt, später abgedunkelt mit Sepia hinein. Mein Blatt steht wieder leicht schräg auf meinem Holzbrett, deshalb kann sich der überschüssige Wassertropfen immer am unteren farblichen Rand ansammeln und die Farbe fließt nach unten und verbindet sich weich mit dem anschließenden Pinselstrich. Nun arbeite ich weiter mit Blautönen und auch mit etwas Winsor Violet. In diesem ersten Schritt wird über die Möwen einfach drüber gemalt. Sie sollen später zwar weißes Gefieder bekommen, aber trotzdem dunkler als der Hintergrund erscheinen.
Dem Vordergrund geben hier einige Spritzer auf dem Papier Struktur und Lebendigkeit. Die hellen Stellen im weißen Möwengefieder kann ich nun mit einem trockenen Pinsel aus der noch feuchten Farbfläche herausholen. Dafür ziehe ich die Feuchtigkeit ab und zu mit den Fingern aus dem Pinsel heraus und benutze den Pinsel dann quasi wie einen Schwamm. Nun muss das ganze Bild einmal komplett durchtrocknen. Die weißen Wellenschaumkronen feuchte ich zunächst an und setze dann ganz leichte Farbspuren mit Winsor Violet, Zylin Blau und Alizarin Karmesin hinein. Die dunklen Schatten unter den Wellen intensiviere ich mit etwas Perylane Green und Kobaltblau. Kleine, zarte Linien mit der gleichen Mischung setze ich auch als Schatten unter den Wellensaum zum Strand hin. Nun arbeite ich die Möwen aus. Ich beginne mit Lavendelblau, um das im Schatten liegende weiße Gefieder zu malen. In den Lavendelton kommen auch Spuren von lichter Ocker und etwas Rot hinein. So bekomme ich eine abwechslungsreiche Gefiederstruktur und der Tonwert der Möwen erscheint etwas dunkler als der Hintergrund. Die schwarzen Flugfedern male ich mit Neutraltinte und löse stellenweise mit Wasser an, um weiche Übergänge zu bekommen. Der Schnabel hat bei Möwen eine ganz spezifische Form. Hier seht ihr sie noch einmal auf meinem Referenzfoto. Ich male ihn mit Cadmiumrot, etwas Lasurorange und später auch mit einem Klecks lichter Ocker darauf. Mit dieser rötlichen Farbmischung male ich auch die Beine. Die zweite Möwe wird nun in einer ganz ähnlichen Farbgebung gemalt. Auch hier beginne ich mit Lavendelblau, um das abschattierte weiße Gefieder darzustellen.
Die Bleistiftstriche von meiner Vorzeichnung stören mich in dem Moment, in dem sie wie eine Umrandung der Zeichnung wirken. Deshalb setze ich deckendes Titanweiß oben auf die Köpfe der Möwen, über die Bleistiftstriche hinüber. Für die Spiegelung feuchte ich die entsprechenden Formen zunächst mit klarem Wasser an und setze dann eine violette Mischung aus Kobaltblau und Alizarin-Karmesin hinein. Das Pigment fließt nach unten und gibt so eine schöne weiche und zufällige Farbfläche. Einige waagerechte Striche deuten den ebenen Strand wieder an und geben noch ein bisschen Struktur in den Vordergrund. Ein paar feine Linien braucht das Bild noch im Mittelgrund. Nicht so viel, denn der Fokus liegt eindeutig auf den beiden Möwen vorne. Ein paar Kollegen brauchen wir natürlich hier oben in der Luft noch. Ich male sie in möglichst unregelmäßigen Abständen und auch in verschiedenen Neigungswinkeln. Mit Titanweiß setze ich jetzt noch einige Akzente ins Bild. Kleinere Striche für glitzernde Wasseroberfläche und natürlich die Gegenlichtreflexe auf den Möwenformen im Himmel. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freuen wir uns über Likes und Kommentare unter dem Video. Und nicht vergessen, diesmal in den Kommentar gerne eure Fragen zum Aquarell mit hineinschreiben. Im nächsten Film in 14 Tagen möchte ich gerne auf eure Fragen einmal eingehen. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren des schönen Motivs und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.